Hallo! Hallo! Haha! Geht wieder los hier, ne? Piranha-Becken TV. Ja, mit Björn. Und Jenny. Und Jenny. Ja. Heute Thema Achievements. Heute Achievements, genau. Achievements war das Thema. Ja. 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 Achievements. Was ist Achievements überhaupt? Was sind Achievements? Naja, bei Computerspielen gibt es verschiedene Dinge, die man da erreichen und sammeln kann. Und dann blipst meistens irgendwas auf dem Bildschirm auf und sagt, gibt dir irgendwie so eine Nomenklatur dafür und das hast du jetzt erreicht. Und dann kannst du das behalten, eine kleine Trophäe sozusagen. Erfolge nennt man das, ne? Erfolge, die Übersetzung. Auf Deutsch, genau. Trophäen, Erfolge, Achievements. Ja, die kann man sammeln, wenn man das möchte. Ja. Und wenn nicht, kriegt man ab und zu trotzdem welche reingedrückt. Ja, wer möchte denn sowas? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, sammelst du auch Achievements oder bist du eher froh, wenn ein Spiel geschafft ist? Einfach so. Und die haben Folgendes gesagt. Letzteres. Also wenn, dann ich versuche es irgendwie durchzuspielen. Ich muss auch zugeben, ich spiele sehr viele Spiele auf leicht. Daher, ich suche jetzt nicht unbedingt so jetzt die große Herausforderung in dem Ding, sondern ich möchte einfach das Spiel erleben. Und daher, Achievements sind nicht so interessant für mich. Nee, so gut, dazu bin ich zu schlecht. Also ich glaube, du musst eine gewisse Anforderung und einen Anspruch an dich selber haben und gewisse Fähigkeiten, damit man das machen kann. Ich will das Spiel einfach genießen. Bei mir ist das Spiel geschafft, Spiel abgehakt. Ich bin kein Achievement-Sammler und brauche ich nicht. Ich sammle Achievements. Also wenn es irgendwo dann auch mal so ein kleines Goodie gibt und wenn es einfach nur so eine kleine Medaille irgendwo ist, dann möchte ich die schon haben. Also ich freue mich, wenn ich ein Spiel durch habe. Dieses Erfolgserlebnis finde ich geil. Aber wenn ich wirklich ein Spiel richtig geil finde und die Welt geil finde, dann fange ich auch an zu sammeln und nehme die Achievements mit. Ich bin froh, wenn ich ein Spiel geschafft habe. Also früher habe ich das tatsächlich gemacht, wirklich nach Achievements gesammelt und mich tot gespielt, tatsächlich stundenlang. Das kann ich heute zeitlich tatsächlich auch nicht mehr und energiemäßig nicht, nein. Das kommt natürlich ganz aufs Spiel an. Wenn das Achievement heißt, der Opa um die Ecke möchte, dass du ihn 5000 Mal triffst, bevor er dich 3-mal trifft, dann lasse ich das doch auf der Strecke. Aber ansonsten nehme ich doch einiges mit. Ja, da gibt's unterschiedliche Meinungen darüber, was Achievements angeht. Es ist ein zusätzliches Spiel im Spiel. Im Grunde genommen. Ja. Das heißt also, dass wenn man irgendwas erreicht hat in dem Spiel, dann kriegst du eine Trophäe, dann kriegst du irgendwie eine Medaille, dann kriegst du irgendwie so, das hast du jetzt hier geschafft. Und da gibt's halt unterschiedliche Arten davon, von Achievements. Die einen sind, die man im Vorbeigehen mitnimmt, wenn man die Geschichte durchspielt. Die werden dir automatisch verliehen, sobald du irgendwas erreicht hast im Spiel. Und diese Sachen, die hat fast jeder, der sie einfach durchspielt. Genau. Ist das schon ein Erfolg? Ja klar, ich habe das Spiel durchgespielt. Ist man dann Achievement-Jäger? Nein, noch nicht. Man ist dann Achievement-Jäger, wenn man auch noch andere Sachen, Herausforderungen meistert. Die können unterschiedlicher Art sein. Ja, ich würde sagen, die sind spielertypabhängig. Ne? Gibt Leute, die interessiert das nicht die Bohne, ob da jetzt ein Achievement aufploppt oder nicht. Und es gibt Leute, die freuen sich darüber und sammeln die Dinger und finden dann auch eine gewisse Befriedigung darin, wenn sie möglichst viele von den Dingern in einem Spiel zusammengesammelt haben. Und es gibt sogar die Leute, die so extrem sind, die suchen sich Spiele danach aus, wo sie möglichst auf einfachem Wege möglichst viele Achievements sammeln können, damit sie die auf ihrer Konsole oder auf ihrer Plattform, wie auch immer, dann da stehen haben. Ja. Gibt es auch. Wenn man die halt vollständig macht oder halt möglichst viele, wie du sagst, von einem Spiel, dann kriegt man die Platin-Trophäe. Genau. Ja. Das heißt, ein Spiel in Platin zu spielen, heißt auch, du hast wirklich alles gesehen, oder wie ist das? Naja, zumindest an Achievements. Und das hängt ja ein bisschen am Entwickler, wo er die Dinger platziert. Ne? Da haben verschiedene Entwickler unterschiedliche Strategien, die verfolgen, Achievements den Leuten zu verleihen. Einige haben recht wenige, tatsächlich, ja. Und die sind dann vielleicht auch
einfach oder auch richtig schwer es zu kriegen. Und da gibt es welche, die haben einfach sehr viele verteilt und dann muss ich gucken, wie ich die alle zusammenklaube. Ne? Kommt natürlich auch darauf an, was für eine Art Spiel, wie groß ist das Spiel und was für Features hat es überhaupt, um unterschiedliche Achievements kriegen zu können. Wir haben zum Beispiel ein Rollenspiel mit einer großen Welt. Da gibt es natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, so einem Spieler ein Achievement zu geben. Ja, und wir entscheiden das auch nach Spielertypen. Das heißt, es gibt den typischen Story-Spieler, sag ich jetzt mal. Und das ist derjenige, der vorrangig irgendwie sehr viel quatscht und die Leute irgendwo erstmal leer labert und ganz viele Quests macht. Wir nennen den Socializer. Ein Socializer, der sich auf die Story konzentriert und so. Und dieser Spieler bekommt Achievements dafür, dass er Sachen macht. Zum Beispiel, dass er in einer Nebenquest, die storylastig ist, irgendwelche Dinge geschafft hat, irgendwelchen Leuten hilft oder was auch immer in der Art. Ne, dafür kannst du Achievements kriegen. Oder halt in der Hauptstory verschiedene Meilensteine erreicht hast. Dafür kannst du Achievements kriegen. Die bedienen den Socializer. Es gibt aber auch zum Beispiel so einen Spielertypen, das ist der Explorer. Ja, das ist derjenige, der in die Welt hinausgeht und in jede Ecke guckt und sich alles angucken will und möglichst nichts von der Karte verpasst und der wirklich die ganze Welt explort und sich anschaut und der wird dadurch bedient, dass er in der Ecke dann auch was Cooles findet oder dass er halt was gesammelt hat und solche Sachen und dafür bekommt der dann seine Achievements. Dritter Spielertyp, wahrscheinlich sehr weit vertreten, ist der, wir nennen den liebevoll den Killer. Das ist derjenige, der sich vor allem mit Kampf beschäftigt. Das heißt so, labern in der Stadt habe ich jetzt keinen Bock, ich gehe mal raus und schnetzel ein paar Monster. Der geht raus und versucht alles Mögliche, was ihm unter die Klinge kommt, platt zu machen. Und der bekommt dafür dann auch Achievements. Das heißt, wenn du ein besonders fieses Monster geplättet hast, wenn du besonders viele von einer Sorte geplättet hast oder wenn du besonders viele allgemein geplättet hast, dann bekommst du dafür dein Achievement. Und dann gibt es noch den vierten, der ist ein ganz spezieller Typ, den nennen wir den Achiever. Das ist jemand, der tatsächlich darauf aus ist, diese Dinger zu sammeln. Dann gibt es noch so besondere, dass man zum Beispiel, was weiß ich, du hast 50 Mal geschmiedet, dafür kriegst du ein Achievement. Oder du bist irgendwie 50 Mal von der Klippe gefallen, ja, vielleicht reichen auch 10 Mal und dann kriegst du dafür dein Achievement oder sowas in der Art. Ja gut, der Achiever, ja, der ist hauptsächlich derjenige, der Herausforderungen meistern möchte. Genau. Der Achiever ist etwas, der möchte der Beste der Welt sein. Der Achiever ist ein Spieler, der tatsächlich guckt, wo kann ich mich maxen. Der Achiever guckt, dass ich immer das Bestmögliche, ich möchte der geilste Hoshi, der König der Welt sein. Ja. Das ist der Achiever. Wie er da hinkommt, ist völlig egal. Der muss nicht alle umbringen. Der muss auch nicht mit allen labern. Und der muss auch nicht in jede Ecke gucken. Das heißt, das kann ein völlig anderer Spielertyp sein als die anderen 3. Mhm. Hauptsache, er erreicht irgendwie sein Ziel. Das ist ein Achiever. Es gibt immer eine Mischung von, also ich bin beispielsweise ein Explorer und Killer. Ja. Ja, würde ich mich bezeichnen. Ja, ich bin ganz eindeutig Explorer und Socializer. So, und das dann halt so Sachen, es gibt immer Mischungen von Spielern und die kriegen dann auch die entsprechenden Achievements verliehen, weil wir die Spiele, die Achievements daraufhin so designen, dass sie im Endeffekt wirklich alle Spieler bedienen. Sind das denn alle Kriterien, nur die Spielertypen zu bedienen? Nein. Nein. Natürlich gibt es auch noch welche, die von dem Spiel abhängig sind. Das heißt, wie werden die Dinger denn verteilt, spielt für uns natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine gewisse Landmasse, die man bereisen kann, wie auch immer. Und dann muss auch überall mal irgendwas zu kriegen sein. Ja, es geht ja nicht irgendwie, ach super, wir haben jetzt hier ein Land, das nennen wir mal beispielsweise, was weiß ich, Xarkor, ja. Und in Xarkor gibt es nur ein Achievement. Das ist natürlich doof. Das will man nicht. Man möchte in jedem Land, das man bereist, auch mal ein Achievement kriegen können. Das kann ein Kriterium sein. Dann der Fortschritt des Spiels. Wir haben zum Beispiel unser Spiel unterteilt in Kapitel. Also sollte auch in jedem Kapitel etwas zu holen sein, ne? Und nicht alles im ersten oder alles zum Schluss oder so. Das ist dann schlecht verteilt. Also verteilt man die Achievements nicht nur nach Landmasse, sondern auch nach Fortschritt im Spiel und in der Geschichte. Da geht's aber erstmal nur um die Lage, wo sie sich befinden. Genau. In erster Linie. Ja. So. Mhm. Und dann, nach diesen Kriterien kann man dann sagen, wir haben so und so viele Achievements zu verteilen. Für jeden muss was dabei sein. Überall muss was zu finden sein. Es sollte möglichst
bunt gestreut sein. Es sollte auch mal was Lustiges dabei sein, dass sich der Spieler darüber freut. Es gibt ein paar geheime Achievements, die du finden kannst. Das heißt, da ist ein Achievement, du hast keine Ahnung, was es ist. Und wenn du irgendwas gemacht hast, auf einmal kommt es dann doch. Und solche Sachen. Nach diesen ganzen Kriterien verteilen wir die Dinger dann letztendlich im Spiel. Dann gibt es vielleicht auch noch die eine oder andere unterschiedliche Anforderung je nach Plattform. Das heißt, PlayStation 4 ist nicht dasselbe wie Xbox One, ist nicht dasselbe wie PC, ist nicht dasselbe wie was es sonst noch so geben könnte. Und da muss man halt gucken, was haben die noch für spezifische Anforderungen an die Achievements auf ihrer eigenen Plattform. Das muss man sich angucken. Wo man dazu sagen muss, im Wesentlichen sind es dieselben. Ja. Im Wesentlichen sind es immer dieselben. Das machen auch alle so. Aber wenn wir als Entwickler jetzt zum Beispiel so Achievements ins Spiel einbauen, ist es ja nicht nur so, ach naja gut, alles klar, irgendwie wir müssen das jetzt machen, sondern wir haben ja auch was davon. Was haben wir denn davon, dass wir Achievements ins Spiel einbauen? Ja, wir können Dinge ablesen. Wir können halt gucken, wie viel % der Menschen das erste Monster getötet haben, was jetzt noch nicht so spannend ist, ja, also sollte man davon ausgehen, aber die ist dann ziemlich hoch Prozent. Es gibt ja Leute, die stellen das Spiel an und dann stellen sie es ab und sammeln überhaupt kein Achievement oder wenig, ja. Ja, sowas wie 100 Monster getötet, ne, ins zweite Kapitel gekommen oder ganz, ganz spannend für uns, wie viel % der Leute haben sich den Klerikern, Berserkern oder Outlaws angeschlossen. Ja. Das ist natürlich super spannend für uns, dann zu gucken, hör mal, oder wer hat eine extreme Persönlichkeit? Das heißt also, unser Moralsystem hat ja so einen Balken, da kann man ja gucken, wie weit man Maschine oder Mensch ist. Da kann man dran ablesen, wenn man so jemanden hat, der diese Achievements kriegt, ob er jetzt gut oder böse war. Oder ob er halt menschlich oder Maschine war oder sonstige Dinge. Sowas kann man da ablesen. Noch weiter kann man gucken, ob der viel Crafting gemacht hat und. Ja. Das ist natürlich schon spannend zu wissen. Da kann man schon an den Achievements sehen, wie es läuft. Ja. Und zwar, das ist sehr, sehr umfangreich, ne, was man da sehen kann. Wenn möglichst viele Spieler das Spiel gespielt haben, dann kann man zum Beispiel sehen, wie viele Leute haben es denn an welcher Stelle dann nicht weitergeschafft. Und warum nicht? Gab es ein Nadelöhr? Oder gab es das nicht? Wie viele Leute haben die Credits gesehen? Von denen, die es gespielt haben. Und ja, wie du schon sagst, wenn es so Features gibt im Spiel zum Beispiel, du hast zum Beispiel eine große Waffenauswahl, dann siehst du zum Beispiel, wie viele Spieler waren denn jetzt eher Nahkämpfer und wie viele waren eher Fernkämpfer und solche Sachen. Man kann an den Achievements, wenn man das möchte, halt auch unwahrscheinlich viel Sachen einbauen, woran wir später dann ablesen können, wie ihr da draußen spielt. Das geht, ja. Man muss dazu sagen, so Sachen wie Prozent, so und so viel Prozent haben das Spiel durchgespielt, macht nur Sinn in den ersten paar Monaten. Richtig. Weil danach gibt es Leute, die die Spiele kaufen, aber nicht wirklich durchspielen. Ja. Oder vielleicht ein zweites Mal gekauft haben es vorher auf der Konsole gehabt, haben es ein zweites Mal gekauft, irgendwie im Humble Bundle, weil es dabei war. Solche Dinge, die tauchen dann teilweise auch noch in der Statistik auf, weil sie es mal einmal hochgefahren haben. Ah, nee, weiß ich schon, wieder runtergefahren. Also, die verlässlichsten ablesen kann man da. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten mit Heatmaps und Gedönse, was andere Spiele machen und sowas haben wir alles nicht gemacht. No? Aber Achievements sind auf jeden Fall, kann man eine Menge ablesen, ja. Ja. Vielleicht sogar für euch interessant, ne? Absolut. Guckt mal rein in eure Lieblingsspiele, was da so die Leute alles veranstalten und wie weit die kommen. Na, dann seht ihr ungefähr, wo ihr selber seid. Das ist sehr spannend. Das ist wirklich gut, ja. Ja, warum sollte man solche Achievements überhaupt sammeln? Was genau steckt dahinter? Warum macht ein Achiever sowas? Weil eigentlich hat es ja mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun, sollte man meinen. Das ist also so ein Spiel im Spiel, wie ich am Anfang gesagt habe. Aber warum ist das sexy? Warum ist das cool, das zu machen? Also Achievements zu sammeln. Das spricht auf jeden Fall erstmal den Sammeltrieb. Den Sammeltrieb. Das ist also, Trophäen zu sammeln ist irgendwie cool. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie weiß, was ich machen muss, um ein Achievement zu bekommen, ist das für mich auch sowas wie ein Antrieb. Das ist für mich sowas wie eine selbstgemachtes Quest für mich selber, ja. Ich möchte gerne die Achievements sammeln. Du musst es ja nicht. Das ist ein reines Beiwerk, das ist rein optional. Keiner wird dazu gezwungen, diese Achievements zu sammeln. So, und jetzt ist die spannende Frage, muss man denn Achievements in einer Session durchspielen können? Muss man die tatsächlich alle schaffen können oder nicht?
Auch eine gibt Philosophiefrage. unterschiedliche Möglichkeiten. Also bei Achievements gibt es zwar so Regeln, die wir gerade erzählt haben, aber es gibt nicht den Königsweg, wo sagt so, das ist das, was wie Achievements zu sein haben. Da gibt es viele, viele unterschiedliche Meinungen darüber und auch viele unterschiedliche Spiele, die unterschiedlich ticken. Ja. Eine davon, habe ich gerade gesagt, ja, gibt es tatsächlich Spieler, die möchten gerne alle Achievements sammeln können, in einem Mal durchspielen. Das heißt, sie müssten es einmal durchgespielt haben und sich einmal irgendwie wochenlang damit beschäftigt, das in einer Session durchzuspielen. Wenn wir jetzt ein Achievement einbauen, ja, du hast dich jetzt der Gilde oder der Gilde angeschlossen, dann kriegst du auch nur exklusiv für diesen das Achievement. Da geht mit einmal durchspielen bei uns nicht, weil es nicht exklusiv ist. Das heißt also, du kannst dich nur einer Gilde anschließen bei Elex. Stimmt. Und das ist natürlich so ein Ding, da kriegst du natürlich nur dieses Achievement. Ich habe das persönlich ja immer so gemacht, ich habe, bevor ich mich entschieden habe, immer ein Safe-Game gemacht. Dass ich nicht das ganze Spiel nochmal von vorne Erstmal die spiele. Achievements abgrasen und dann... Nein, aber auch wenn ich das zweite Mal spiele, muss ich ja nicht von vorne anfangen, sondern ich kann in dem Moment der Entscheidung oder der größten Entscheidung, sagen wir mal, könnte ich dann auch weiterspielen und sagen, jetzt spiele ich es aber nochmal. Ne? Es gibt natürlich Leute, die sagen, nö, dann will ich aber auch einen anderen Charakter spielen, dann geht das natürlich nicht. Ne? Kommt immer darauf an, wie viel Zeit habe ich, was ist mein Anspruch und wo will ich dahin. Ja, ne? Wo habe ich mich moralisch? Bin ich jetzt eher maschinell oder bin ich eher so der menschliche Typ, also der emotionale Typ und solche Dinge? Das heißt, Moralsystem ist natürlich dann auch so eine Sache, du kannst ja nur in eine Richtung spielen, wenn du extrem spielen möchtest. Richtig. Und das ist natürlich so ein Ding. Ja. Ja. Gibt es dafür dann tatsächlich den Königsweg? Keine Ahnung, wie seht ihr das? Ja? Muss man das wirklich können oder welche Achievements würden euch gefallen? Ja? Welche findet ihr gut, welche findet ihr schlecht? Sammelt ihr überhaupt Achievements? Ist euch das scheißegal? Das ist super interessant für uns zu wissen, weil wir machen das ja jetzt schon seit einigen Jahren. Ich glaube, seit die Konsolen, hier Xbox 360 oder irgendwie so, ne, die Ecke, wo wir auf Konsole rausgekommen sind, das erste Mal mit Risen 1, beschäftigen wir uns mit Achievements und haben da so unsere Philosophie entwickelt. Aber sind wir da denn cool? Machen wir das richtig? Wir wissen es nicht. Ne? Nicht wirklich. Also wir machen das und es kommen keine Klagen, aber ist das nicht doch irgendwie mal überdenkenswert, was wir da machen oder so? Diese Fragen stellen wir uns momentan. Und deswegen wäre es schon hilfreich, wenn ihr da so ein bisschen mithelft. Das wäre schon ziemlich cool. Ich bin gespannt. Ja. Okay, hast du eine Community-Frage? Ganz sicher. Die Community-Frage heißt: Wiederspielwert. Wie wichtig ist euch dieser Punkt? Das passt da gut rein, ne? Ja, deswegen habe ich es da drunter geschrieben. Schlau. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, womit man überhaupt einen Wiederspielwert erzeugen kann. Ne? Das ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ich zum Beispiel unterschiedliche Choices habe, also Auswahlmöglichkeiten in Dialogen, um anders zu spielen. Das heißt, ich kann einmal irgendwie der total Nette sein oder es versuchen irgendwie und den Leuten helfen wollen, dann kann ich einmal irgendwie den Hardliner spielen, dann kann ich, ne, und dann haben die Dinge Auswirkungen und verschiedene Sachen passieren irgendwie. Ich kann den einen Begleiter irgendwie total gern haben oder einen anderen oder dann passieren Sachen in der Hauptgeschichte, die ich vielleicht hätte anders machen wollen. Also es gibt erstmal storymäßig unwahrscheinlich viel. Und dann gibt es Dinge, die levelmäßig sein können. Zum Beispiel sowas wie abgetrennte Bereiche. Ne? Das heißt, du kommst hier nicht rein, wenn du dich den Berserker nicht anschließt, sage ich jetzt mal so. Das haben wir in Elex so nicht gemacht. Das heißt, wir haben Zugänge irgendwann ermöglicht, aber man könnte auch einfach sagen, wir sperren ganze Levelteile, um einen Wiederspielwert zu erzeugen. Ne? Das ist auch eine Philosophiefrage, wie will man es denn jetzt haben? Auf der einen Seite ärgern sich die Leute, ja, um alles gesehen zu haben, müsste ich es jetzt 3-mal spielen. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich den Wiederspielwert, wenn du sagst, naja gut, aber wenn du es ein bisschen anders machen kannst, irgendwie ist es ja auch spannend und ich möchte vielleicht auch nochmal anders spielen können. Und es lohnt sich, das Spiel nochmal anzuschmeißen, wenn ich unterschiedliche Möglichkeiten habe. Und darum sehen wir immer zu, dass wir einen schönen Mittelweg finden, möglichst viele Choices und Auswahlmöglichkeiten ins Spiel zu bauen, die dann auch tatsächlich Auswirkungen haben auf meine Freunde, auf den Spielverlauf und auf verschiedene Dinge im Spiel, sodass man das auch merkt. Und dass man Respekt davor hat,
Das heißt, es erhöht nicht nur den Wiederspielwert, sondern es ist auch so, dass der Spieler vorsichtiger spielt, wenn er weiß, da könnte vielleicht wirklich was eine Auswirkung haben irgendwie. Die Tussi sagt mir irgendwie, ja, aber beeil dich. Wenn ich genau weiß, ja, ich brauche mich gar nicht beeilen, das ist halt ein Spiel, dann beeile ich mich auch Narrative nicht. Dissonanz, ich gehe mal angeln. Genau. Ne, aber wenn ich mitkriege irgendwie, ich habe mich nicht beeilt und auf einmal ist irgendwie Sodom und Gomorra, dann weiß ich, oh, ich muss das ernst nehmen, was die mir sagen, das hat Konsequenzen. Und dann macht das auch gleich irgendwie mehr Spaß. Und so gehen wir auch damit um. Also wir wollen gerne diesen bisschen Spieltiefe erzeugen und Spaß erzeugen, indem wir möglichst viele Möglichkeiten einbauen, die Unterschiedlich zu entscheiden. richtig. Dass du bei der zweiten Session, wenn du dann durchspielst, dann tatsächlich ein anderes Spielgefühl hast, dass du dich anders entscheidest. Ja. Für viele Dinge. Das Ja. ist uns schon wichtig, ja. Ja. Und das ist eine Gratwanderung, Ja. ne? Weil je mehr Dinge du exklusiv machst und desto mehr klaust du dem Spiel auch an Dingen, die du nie zu Gesicht bekommst, wenn du es halt so nicht entschieden hast. Ne? Und wie viel darf das sein? Wie viel Aufwand? Das heißt, du machst ein Spiel irgendwie und wenn du jetzt, ich sag jetzt mal so total übertrieben, 50% vom Spiel kriegst du nie zu sehen, weil alles irgendwie total wichtig ist, Dann ist es auch nur halb so lang. dann ist das Spiel nur halb so lang und die meisten Leute spielen es nicht zweimal und kriegen 50% des ganzen Spiels nicht zu sehen. Das ist also too much. Ja. Ne? Da muss man halt einen schönen Weg finden, dass beides gewährleistet wird. So gehen wir damit um. Ja, da kann ich nichts großartig noch hinzufügen. Das ist ziemlich umfangreich erklärt und ja, hoffentlich ist die Frage damit beantwortet und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich hier wieder in alter Frische. Genau. Macht's gut. Bis dann. So. Dann, jo. Und Ne? jetzt? Ja. BPA, Hungerlust.